Einen wunderschönen guten Tag, mein Lieben. Heute gibt es ein interessantes Update für No Man's Sky. Update 4.2. Wow. Ja, das Interceptor-Update, wenn ich mich nicht irre. Es gibt sehr viel Content neu, aber in den Patch-Beschreibungen stand auch signifikante Grafikverbesserung auf der PlayStation 4 2. Boom. So, und das will ich mir jetzt angucken, denn das ist natürlich ein Kritikpunkt gewesen, den ich die ganze Zeit hatte, ja, dass ich nicht fand, dass das Spiel gut aussah, sondern recht blurry. Und im Discord haben jetzt Leute extrem gegensätzliche Sachen berichtet. Also bin ich jetzt hier im Spiel und versuche zu verstehen, was los ist. Tatsächlich. Moment mal. Allgemein. Musik. Die brauchen wir jetzt gerade wirklich nicht. So, der erste Eindruck hier, eine Anomalie ist schon mal ein bisschen strange. Das kann ich euch schon sagen. Anwenden. Und dann, wie war das? Hier raus? Nein, da raus? Okay. Okay. Interessant. So, alright. Also signifikant stelle ich mir anders vor. Super strange. Es ist schärfer, aber auch anders. Es kommt mir vor, als wenn sie das Anti-Aliasing verändert hätten. Ja, das war vielleicht bisher ein bisschen weich. Mensch, das Raumschiff sieht aus, als wenn es kaputt wäre. Okay, ich muss mal ein paar Standardorte abklappern. Dafür gehe ich jetzt am besten mal zum... Wer ist der Junge? Portal. Und gehe mal auf meine Heimatbasis und so. Ja, ich muss Planeten sehen. Hier kann ich das nicht entscheiden. Also gefühlt ist es auf jeden Fall schärfer. Aber ich habe auch das Gefühl, nicht unbedingt jedes Detail. Das ist eine ganz komische Information, ich weiß. Aber ich muss es in der Außenwelt checken. So, ich hatte ja sowieso das Gefühl, dass da noch Luft ist, weil wir natürlich alle Grafikverbesserungen der PlayStation 5, also der Next Generation Version, jetzt auch in VR haben. Allerdings hat dann beim Launch die Grafikauflösung überhaupt nicht abgeliefert. So, meine Basen. Wo gehen wir nochmal hin? Puh, New Earth. Kreativ-Mo-Terrasse. Mobase 1. Das wollen wir jetzt besuchen. Zack. Aha. Das sieht gerade voll strange aus. Ganz merkwürdige Artefakte im Bild. Okay. Okay. Dauert. Und da sind wir. Okay. Interessant. So, ihr merkt es schon, eine signifikante Grafikverbesserung. Da würden sich meine Kommentare jetzt anders anhören, oder? Sie ist aber definitiv da. Irgendwie sieht es schärfer aus. Ja. Aber es ist trotzdem nicht so, dass das jetzt Objekte in der Ferne auch klarer sind. Ja, ich habe wirklich das Gefühl, sie haben einfach eine andere Art von Anti-Aliasing genommen oder so. Also eine Variante, die nicht mehr so blurrt. Leider kann man das ja hier nicht sehen. Ja? Beim PC kann man verschiedenste Arten, also wirklich unfassbar viele von Anti-Aliasing einschalten. Bringt aber auch nichts auf dem PC, bleibt immer ruckelig. So. Und die PlayStation-Version ist die einzige, die halt super smooth ist, aber
auf der PlayStation 4 und Pro halt an ihre Grenzen stieß, was die Performance angeht. Auf der 5 hat sie mit der PSVR 1 ganz gut abgeliefert und mit der PSVR 2 war ich nicht happy. Was soll ich sagen? Ich versuche euch das mal zu beschreiben. Also hier um mich herum, ja, meine Handschuhe sehen eigentlich gut aus. Auch hier die direkte Umgebung wirkt jetzt auf mich schärfer, muss ich sagen. So alles im 5 Meter Umkreis, vielleicht sogar ein bisschen weiter, aber schon die grünen Bäume da, die sind relativ unscharf. Ja? Also die sehen aus, als ob da gröbere Pixel antialized sind, also so ein bisschen weich gespült sind. Die Berge wiederum sehen eigentlich besser aus, ja, aber auch weil die klarere Strukturen und nicht so viele Details haben, die sehen halt dann auch einfach okayischer aus. Dieser Apparat, der hinten bei der Höhle steht, das ist ungefähr 150 Meter von mir, der ist einfach konkret matschig. Ja. Hier vorne dieses Gebäude, das geht eigentlich noch ganz gut. Da hinten die Apparaturen in diesem offenen Teil des Gebäudes, die sind auch schon wieder unscharf. Also ja, ich würde sagen, ein erster Schritt ist getan. Allerdings das Gras hier. Also tatsächlich muss man unterscheiden zwischen Geometrie und dann Sachen, die mit Grafik gemacht sind. Ja, Gras zum Beispiel, Grashalme sind eigentlich nicht unbedingt modelliert, sondern Flächen, auf denen Grasgrafik ist, die freigestellt ist. Ich drücke das jetzt mal so komisch aus. Das heißt Alpha Maps in 3D. Und wenn zum Beispiel das Antialiasing in Texturen nicht auch verbessert ist, dann könnte es genau zu diesen Effekten kommen, ja, dass Geometrie an sich schärfer aussieht, aber solche Geschichten wie Gras oder Blätter oder Effekte nicht unbedingt. So, ich habe das Gefühl, wir haben hier gerade so eine Mischform, aber es ist tatsächlich schwierig, hier im ersten Eindruck das zu sagen. Der Witz ist ja auch, dass No Man's Sky dynamische Auflösung hat. Ne? Also wenn hier im Bild nicht so viel los ist, dann macht es automatisch die Auflösung höher. Ja, das müsste man eigentlich immer in Innengebäuden sehen. So, wenn ich jetzt hier irgendwo reinkomme, dann hat das Spiel momentan nicht so viel darzustellen. Und kann ich eigentlich hochgehen? Ja. Und dann sieht es halt besser aus, aber es ist wirklich schwierig zu sagen. So, der Blick aus dem Fenster jetzt hier zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das an dem Refraktionseffekt des Fensters liegt. Er sieht gerade wieder super unscharf aus. Wenn ich mal so gucke, ohne Fenster, ist fast ein bisschen besser. Sehr gemischt, sehr gemischt. Ich gehe mal jetzt zu meinem Teleport und versuche nochmal was anderes anzugucken. Also das ist noch nicht die Qualität, die ich mir am Ende vorstelle. Ja, das kann ich auch mal schon mal ganz klar sagen. Wo haben wir denn hier was Schönes? Most New Earth Dacia. Ist das? Wahrscheinlich. Der Screen hier sieht super weird aus, Leute. Als wenn ich ein schlecht komprimiertes MPEG 4 sehe. Das ist richtig ein merkwürdiger Eindruck. Wie kommt denn sowas, Leute? Spielen die hier wirklich nur ein Video ab? Ja, jetzt zum Beispiel ist wieder klar, das ist wirklich nur am Anfang. Das erklärt sich mir gar nicht. Jetzt ist wieder ganz üble Qualität. Jetzt ist das Bild stehen geblieben. Und da sind wir. So, okay. So, ja, ich muss nämlich vergleichbare Orte finden, weil ich anhand derer dann besser entscheiden kann, wie das so ausschaut. Wow. Guckt mal, hier die Wolken haben aber echt noch einen Ausraster. Meine Güte, es ist immer dasselbe. Ja? Also wenn ein Update rauskommt, dann bringt das auch erstmal noch ein paar Bugs mit sich. Ich kann auf jeden Fall jetzt an Rändern hier von dem Raumschiff, an kontrastreichen Kanten, so ein bisschen mehr Pixel spüren. Ja? Und das war vorher alles gleichmäßig weich gespült.
Deswegen bin ich der Meinung, dass hier einfach nur am Anti-Aliasing ein bisschen was getan wurde. Finde ich dann schon interessant, dass das Hello Games sagt, das ist signifikant, denn unter signifikant stellt mir was anderes vor. So, ich fliege mal in den Weltraum. Hier hat das Spiel dann nämlich auch nicht mehr so viel darzustellen. So. Die Controls hier sehen eigentlich alle gut aus im Raumschiff, das passt schon. Ja. Weil es hat auch jemand berichtet, oh, ich kann die Schrift hier nicht mehr lesen. Es ist wirklich, wirklich sehr unterschiedlich, wo man gerade ist in No Man's Sky. Also das sieht jetzt gut aus für mich. Und wie gesagt, ich will jetzt gar nicht auf den ganzen neuen Content eingehen, der in dem Intercepted-Update ist. Ich hatte eben schon ein News-Video darüber gemacht und jemanden aus dem Discord gefragt, wie ist denn die Grafikverbesserung? Und die Person hat gesagt, bombastisch. Als ich mit dem News-Video fertig war, haben andere Leute gesagt, nee, sieht ja furchtbar aus. So, deswegen habe ich gesagt, okay, dann gibt es halt kein News-Video, dann muss ich erstmal selber nachgucken. Und das habe ich jetzt hiermit getan. So, ein bisschen oberflächlich zugegeben, das ist jetzt keine perfekte Analyse, was ich hier abliefern kann, aber ein erster Eindruck. Also, sehr mixed. Es ist irgendwie ein bisschen schärfer, aber irgendwie sieht es auch nicht jetzt perfekt aus, wie ein richtiges PlayStation VR 2 Spiel, ja, wie die anderen Spiele. Wie man das so kennt. Wenn man einfach mal eine Runde... Wie heißt der denn? Ja, meinetwegen das aktuelle The Walking Dead Saints and Sinner Retribution gespielt hat oder so. Ja, das sieht halt perfekt aus. Dann gibt es ein paar Titel wie Gran Turismo 7 oder auch Horizon. Die sind nicht mit der 100%igen Schärfe, die PlayStation VR liefern kann, abgebildet, sondern ein bisschen drunter. Das ist auch okay, die sehen auch noch gut aus. No Man's Sky kommt da auf jeden Fall nicht dran. Ja. Das ist jetzt schon ein besseres Niveau, als es bei der Release hatte. Aber hey, ich würde mal sagen, zumindest scheint den Entwicklern bewusst zu sein, dass es da noch Luft nach oben gab und sie werden das auch weiterhin tun. Das ist jetzt der erste Versuch hier. Auch auf der alten PlayStation 4 und PlayStation Pro haben sie immer wieder was verbessert. Ja, Step by Step, das wurde immer besser. Und ich glaube, eines Tages werden wir hier ankommen. Aber dieses Update ist erstmal nur ein kleiner Schritt, würde ich behaupten. Und dann warten wir jetzt erstmal wieder auf die ganzen Bugfixes, würde ich sagen, damit die Wolken in unseren Welten auch nicht zwitschern oder solche Sachen machen. So, ich hoffe, ihr konntet mit diesem kleinen, schnellen Bericht was anfangen. Genauer werde ich mir das dann mal bei einer längeren Session angucken. Ja. Ich sag mal Tschüssi. Bis dann, Mo von VR. Schreibt mir mal euren Eindruck bitte runter. Ja, das findet ja auch jeder anders. Würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Jetzt in No Man's Sky Update 4.2 Interceptor. Wie gefällt euch das? Auf der PlayStation VR 2. Bye bye.